Moin meine Freunde der gepflegten Selbstreparatur. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr den Glasheizkörper bei eurem Bosch, Siemens oder Neff Geschirrspüler austauschen könnt. Der Glasheizkörper ist die Heizung für das Zeolit-System und den müsst ihr tauschen, wenn euch der Fehler E10 angezeigt wird. Um den Glasheizkörper zu tauschen, müssen wir zuerst die Bodenwanne abbauen. Um die Bodenwanne bei Bosch Siemens Geschirrspülern abzubauen, müssen wir zuerst beide Seitenwände entfernen. Die Seitenwände sind im Normalfall mit 1 oder 2 Schrauben hinter dieser Dichtung gesichert. In diesem Fall ist es auf jeder Seite nur eine Schraube, die links herum rausgeschraubt wird. Zuerst auf der linken und dann auf der rechten Seite. Wenn dann beide Schrauben entfernt sind, können wir das Gerät auf die Seite drehen und die Seitenwand abnehmen. Die wird etwas nach oben gezogen und man kann sie dann zur Seite wegklappen. Unten ist sie auch noch eingehakt und dann kann man die Seitenwand komplett entnehmen. Wenn die Seitenwand entnommen ist, entfernen wir diese Abdeckung für die Scharniere. Die ist auch nur eingerastet und lässt sich abziehen. Und als nächstes müssen wir die Federn lösen. Um die Feder zu lösen, zieht man am besten die Feder etwas zu sich, um dann das Seil zu entspannen und oben auszuhaken. Wenn das Seil ausgehakt ist, müssen wir noch den Wasserzulauf entfernen. Das ist diese kleine Spange. Die Ablaufschläuche können am Wärmetauscher dranbleiben. Wenn die Spange entfernt wurde, kann man den Zulaufschlauch mit einer Zange nach unten ziehen. Wie gesagt, die beiden Ablaufschläuche können dranbleiben, die können wir später entfernen. Wenn wir das gemacht haben, schauen wir auf die Rückseite. Dort rasten wir den Eingang für den Zulaufschlauch aus. Das ist eine kleine Rastnase, die man, wenn man drauf schaut, nach rechts rüber schiebt und danach kann man den Zulaufschlauch etwas herausnehmen, kann diesen Stecker entfernen. Der ist auch mit einer kleinen Rastnase gesichert, die man zur Seite biegt. Und wenn man das gemacht hat, kann man den kompletten Zulaufschlauch entnehmen. Als nächstes machen wir auf der rechten Geräteseite weiter. Auch hier entnehmen wir die Seitenwand, die wir zuvor schon losgeschraubt haben. Danach entfernen wir den Stecker an der Elektronik, da auch die Elektronik ausgebaut werden muss. Als nächstes entferne ich auch hier wieder die Abdeckung von den Scharnieren und entspanne die Zugfeder, um das Seil zu lösen. Wenn wir das gelöst haben, wird als nächstes die Elektronik ausgebaut. Um die Elektronik auszubauen, löst ihr zuerst oben diese Abdeckung. Auch die ist nur eingerastet, wird an einer Seite hochgezogen und dann kann man die nach vorne herausziehen. Um die Elektronik zu entfernen, entfernen wir zuerst rechts oben diese beiden Stecker. Die sind auch wiederum mit kleinen Rastnasen gesichert. Das macht sich mit beiden Händen am besten. Hier sieht man nochmal diese Rastnase. Wenn ihr die dann drückt, könnt ihr den Stecker abziehen. Nachdem dann diese Rastnasen gelöst sind und die Stecker abgezogen sind, könnt ihr die restlichen Stecker komplett mit der Steckerleiste abziehen. Da muss man nicht jeden Stecker einzeln herausziehen und man hat beim Zusammenbau nicht das Problem, dass man schauen muss, welcher Stecker an welcher Stelle war. Wie ihr seht, gibt es hier eine komplette Rastleiste und auf der linken Seite der Elektronik befindet sich noch so eine Rastleiste. Auch die könnt ihr im Ganzen entfernen, um dann letzten Endes die Elektronik herauszubauen. Die Elektronik selbst ist auch wieder mit 2 Rastnasen am Gehäuse versehen. Dort hebelt ihr mit einem Stützschraubendreher etwas dazwischen und könnt dann die Elektronik nach oben wegziehen. Wie gesagt, wenn die Rastnasen gelöst sind, kann man die Elektronik nach oben herausziehen und sie dann komplett entnehmen. Wenn wir das gemacht haben, legen wir das Gerät am besten auf den Rücken und entfernen von vorn noch diese Blende. Diese Blende befindet sich direkt unter der Türöffnung
und man kann durch diese Blende oder wenn diese Blende entfernt ist, direkt ins Geräteinnere schauen. Auch hier sind es nur 2 Torx-Schrauben, die entfernt werden und danach kann man diese Blende etwas nach vorn weghebeln und entnehmen. Als nächstes entnehmen wir dann noch diese Schallisolierung und danach können wir schon ins Geräteinnere schauen. Als nächsten Schritt, um die Bodenwanne zu lösen, müssen wir hinten am Gerät diese kleinen Metallkrampen gerade biegen. Diese Metallkrampen befinden sich direkt am Edelstahlbottich. Das machen wir wiederum auf beiden Seiten, also links und rechts. Und im vorderen Bereich entnehmen wir die Seilführung und man sieht, dass hier die Kunststoffbodenwanne in das Metall eingehakt ist. Diese kleinen Haken können wir mit einem Schraubendreher lösen. Da müsst ihr auch keine Angst haben, dass da etwas wegbricht. Das geht manchmal etwas schwierig. Haben wir diese kleinen Haken auf beiden Seiten gelöst, schauen wir von unten gegen die Bodenwanne, denn als nächstes wollen wir den Schwimmerschalter lösen. Der Schwimmerschalter ist an dieser Stelle auch nur eingerastet, auch das kann man mit einem Schlitzschraubendreher wunderbar lösen. Wenn wir das alles gemacht haben, können wir die komplette Bodenwanne nach unten etwas wegziehen, um die restlichen Arbeiten zu erledigen. Wenn ihr die Bodenwanne wegzieht, passiert es relativ häufig, dass dieses kleine Kunststoffteil herausfällt. Das gehört hier hinten wieder in die Bodenwanne hinein. Das ist nur aufgelegt und stützt den kompletten Behälter. Auch hier rechts diese Abschirmbleche fallen manchmal heraus. Da müsst ihr nachher beim Zusammenbau schauen, dass die wieder an der richtigen Position sind. Als nächstes lösen wir hinten noch aus der Halterung den Ablaufschlauch und nehmen ihn seitlich aus der Führung der Bodenwanne heraus, um dann die Bodenwanne komplett nach unten abziehen zu können. Wenn dann die Bodenwanne komplett abgezogen ist, sehen wir hier schon den Lüfter für das Zeolit-System. Auch dieser muss abgebaut werden. Um den abzubauen, löst man die kleine Rastnase am Stecker und zieht den Stecker nach oben weg. Der Zeolit-Lüfter selber ist unten im Zeolit-Behälter mit 3 Rastnasen gesichert. Das sieht man jetzt etwas schlecht, deswegen baue ich euch erstmal den Lüfter aus und zeige euch gleich nochmal die Rastnasen. Diese muss man nur zusammendrücken und danach kann man den Lüfter nach oben wegziehen. Hier sieht man nochmal diese einzelnen 3 Rastnasen. Wie gesagt, die müssen nur zusammengedrückt sein. Ist der Zeolit-Lüfter entfernt, sehen wir hier schon den Heizkörper für das Zeolit-System. Auch diesen können wir dann einfach nur herausziehen und achten bei dem Stecker drauf, diese kleine Nase zu lösen, um den Stecker zu entfernen. Und hier ist noch der Anschluss für den Wassersensor. Und man sieht schon, dieser Glasheizkörper ist mal feucht geworden und sollte erneuert werden. Der Einbau erfolgt dann in umgekehrter Reihenfolge und danach sollte alles wieder funktionieren.